Video geht es um das Thema sonstige Werbungskosten. Nochmal zur Erinnerung, was sind Werbungskosten? Nun, Werbungskosten sind alle Kosten, die man im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit hat. Das beginnt mit dem Weg zur Arbeit, über Telefonkosten, Fortbildungskosten, Fachliteratur, Arbeitszimmer und was es da noch alles so gibt. Heute wollen wir uns speziell mit den sonstigen Werbungskosten beschäftigen. Und nochmal zur Erinnerung, es gibt eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.000 Euro und unser Ziel muss es immer sein, über diese 1.000 Euro hinauszukommen. Das lohnt sich speziell, wenn man eine 5-Tage-Woche hat und täglich eine einfache Entfernung zur Arbeitsstätte von ungefähr, so 12, 13 bis 15 Kilometer hat, und dann lohnt es sich richtig, die Belege zu sammeln. Weiter geht es gleich mit den sonstigen Werbungskosten. So, wir befinden uns jetzt im internen Bereich in der Steuersoftware in meinem Musterfall der Familie Müller und sind hier bei dem Punkt Werbungskosten. Wir haben ja hier einzelne spezifische Werbungskosten, also das geht los mit dem Weg zur Arbeit, über doppelte Haushaltsführung, Auswärtstätigkeit, Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, Telefon, Fortbildung, Bewerbungskosten, Umzugskosten und so weiter. Und alle anderen Werbungskosten, die man hat und denen Position hier nicht zuordnen kann, erfasst man unter sonstige Werbungskosten. Und das schauen wir uns heute an. Ich habe jetzt hier in diesem Musterfall eingetragen, die Steuersoftware, die kostet 24,95 jährlich. Die erfassen wir hier bei sonstigen Werbungskosten. Und der Peter, der hat eine Unfallversicherung von einem Jahresbeitrag von 240 Euro. Und 50% von diesem Jahresbeitrag erfassen wir bei den sonstigen Werbungskosten. Kontoführungsgebühren pauschal sind mit 16 Euro abzugsfähig. Wir schauen uns das mal an hier. Die Steuerspartipps, also das ist eine ganz feine Sache hier in der Software. Man kriegt wirklich Hinweise, Tipps, Hilfen ohne Ende. Es geht los hier mit berufliche Krankheitskosten, Dienst- und Betriebssport, dienstliche Anwaltskosten, Fotokopierkosten, Kreditkartengebühren, Portokosten, Visitenkarten, vorzeitiger Pkw-Verschleiß, beruflicher Anteil Rechtsschutzversicherung, beruflicher Anteil Unfallversicherung und die Winterbeschäftigungsumlage. Wir haben jetzt mal nur diese drei Positionen und hier kann man sich im Einzelnen alles anzeigen lassen. Kontoführungsgebühren gibt da die Hinweise, dass statt eines Einzelnachweises ein Pauschbetrag von 16 Euro von den Finanzämtern anerkannt wird. Und die sollten Sie hier auch eintragen. Alles andere macht keinen Sinn, weil ein Einzelnachweis der Kontoführungsgebühren ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Also nehmen Sie die Pauschale. Steuerberatungskosten kann man anteilig erfassen für den Anteil, der für den beruflichen Anteil eben oder für die Betriebsausgaben, wenn man jetzt selbstständig ist. Also man muss gucken, wie viel Anlagen erstelle ich und ungefähr schätzen, wie hoch ist der prozentuale Anteil der Steuerberatungskosten, wenn Sie denn einen Steuerberater haben oder einen Mitgliedsbeitrag in einem Lohnsteuerhilfeverein zahlen. Dann haben wir eine Position, die wird ganz oft vergessen, und zwar ist das die Winterbeschäftigungsumlage. Die zahlen Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe. Diese Winterbeschäftigungsumlage, die wird monatlich vom Gehalt abgezogen und in der Regel am Jahresende auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ganz unten ausgewiesen. Bei 0,8% vom Bruttolohn kommen da schon 200-300 Euro durchaus zusammen. Und deswegen nochmal hier der Hinweis, Winterbeschäftigungsumlage im Bauhauptgewerbe unbedingt hier unter sonstige Werbungskosten erfassen. Wenn man jetzt hier ein W eintragt, dann wird sie hier schon angezeigt, Winterbeschäftigungsumlage, und den Betrag übernehmen Sie bitte von der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Dann haben wir noch Hinweise bei den sonstigen Werbungskosten, Kreditkarten, Telefonkarten, Geschenke, aber auch Verlust und Beschädigung von Privatgegenständen während der Arbeitszeit, Anwalts- und Gerichtskosten. Das sind hier Anwalts- und Gerichtskosten, die mit Ihrer Tätigkeit als Arbeitnehmer zusammenhängen. Und hier sind dann noch einige Beispiele aufgeführt. Und was heutzutage gar nicht so selten vorkommt, Kosten für einen Anti-Mobbing-Kurs
oder Selbsthilfegruppen, ja. Hier steht, der Besuch eines Anti-Mobbing-Kurses oder die Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegruppe sind Werbungskosten, wenn es sich um Mobbing am Arbeitsplatz handelt. Das betrifft auch die Kosten für Ärzte, also für den Psychiater, Psychologen und so weiter, welche sie aufgrund von Mobbing am Arbeitsplatz selbst tragen müssen. Und hier sind dann noch einige Beispiele aufgeführt, sofern Sie daran interessiert sind, Ihre Steuererklärung selber zu machen. Holen Sie sich die Software, kann ich Ihnen nur empfehlen, und da finden Sie hier weitere Beispiele zu dem Thema. Ja, Aktienoptionen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Im Prinzip sind das jetzt hier so die wichtigsten Sachen. Also in unserem Musterfall bei dem Herrn Müller haben wir die Steuersoftware und den beruflichen Anteil Unfallversicherung, also in der Regel 50%, die Kontoführungsgebühren pauschal von 16 Euro. Seine Ehefrau hat auch sonstige Werbungskosten, und zwar hat sie noch eine Rechtsschutzversicherung. In der Regel hat man ja Privatberufsverkehrsrechtsschutz, und den Anteil Berufsrechtsschutz, den kann man hier steuerlich geltend machen unter sonstige Werbungskosten. Das ist hier auch diese Auswahl, in diesem Auswahlfenster beruflicher Anteil Rechtsschutzversicherung. Also entweder rufen Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft an und sagen, Sie möchten für die Rechtsschutzversicherung eine Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt, dann wird Ihnen der Anteil ausgewiesen, der prozentuale Anteil vom Jahresbetrag. Ansonsten, ja, viele haben das in der Regel nicht. Mache ich manchmal einfach nur eine Schätzung. Je nachdem, was alles drin ist, ist noch Mietrechtsschutz drin, ist der prozentuale Anteil natürlich ein bisschen kleiner. Ist nur Privatberufsrechtsschutz, nämlich in der Regel 50%, ist Privatberufsverkehrsrechtsschutz, dann sind es vielleicht 42 oder 46%. Aber auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie sich diese Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt von Ihrem Versicherungsunternehmen anfordern. Ja, ansonsten hat jetzt hier unsere Musterfrau den beruflichen Anteil Rechtsschutzversicherung, 50% des Jahresbeitrages von der Unfallversicherung. Also in der Regel sind das immer 50%. Ich habe einen einzigen Fall, da werden 60% des Jahresbeitrages direkt von der Versicherungsgesellschaft als beruflicher Anteil bezeichnet. Aber in der Regel 50% vom Jahresbeitrag. Und hier sind auch nochmal die 16 Euro Kontoführungsgebühr. Ja, das war jetzt im Prinzip der kurze Ausflug in die sonstigen Werbungskosten. Hier, wie gesagt, haben Sie ja in der Software noch so viele Hinweise, Erläuterungen, Fenster, die sich öffnen oder weitere Steuerspartipps. Aber für heute soll es dies zu den sonstigen Werbungskosten gewesen sein. So, das war es im Prinzip zu den sonstigen Werbungskosten. Nochmal ein kleiner Hinweis von mir. Sichern Sie sich hier unter diesem Video den Gratis-Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Wenn Sie Interesse haben an der Steuersoftware, die ich verwende, finden Sie den Link ebenfalls hier runter. Wenn Sie irgendwelche speziellen Wünsche zu spezifischen Themen hinsichtlich Steuererklärung haben, schreiben Sie es in den Kommentaren, lassen Sie es mich wissen. Und dann werde ich dazu ein Video für Sie machen. Alles Gute, bis dann. Bis gleich.